So, jetzt baut der Jürgen sein neues Kajak auf. Zum 5. Mal. Es ist aber etwa 30 Minuten und 4 Minuten. Schauen wir mal, wie schnell er heute ist. Ja. So, er hat auch schon gut vorgearbeitet. Die ganzen Stangen sind markiert, farbig, dass er weiß, was zusammengehört. So. Wir machen jetzt die Stangen für die vordere Spitze. Ja. Achso, okay. Das sind die zu verbinden, die Dinger, oder? Okay. Und hat auch schon alles schön sortiert, dass man das Kleinkrust nicht suchen muss. Vorarbeit ist alles. Oh, jetzt hat er ein großes Fragezeichen im Gesicht. Hä? Ein neues Teil, unmarkiert. Ja, das ist das Nummer 1, aber warum ist jetzt... Ach, das erste ist ja ohne. Genau, von Hansi. Ich bin ja auch so ein Hansi, weißt du. Ja. Das erste ist ja ohne. Oh, das hat natürlich jetzt Zeit gekostet, das Überlegen. Ja. Ob das wieder eingeholt werden kann. Das wirft den Zeitplan extremst zurück. Jetzt kommt es. Ja. Aber die Stangen werden einfach eingeklickt. 2. So. Hopp. Und was ist dazwischen? 4, 3. Das. Alle Näschen. Zack. Vorderteil haben wir schon. Ja, Teil 1 haben wir. Die Spitze Verbot. Jetzt kommen dann die Zwischenteile. Die sind auch so eingeklickt einfach. So, jetzt wird das hintere Teil montiert. Jetzt noch. Klack. Gelb, blau, gelb, blau. Oh, wir liegen gut in der Zeit. Schon
15:30 rum. Der Wettstreit kann beginnen. Ja. Innen biegen. Habe ich gelesen. So. Ja. Okay. Scheinbar kommt jetzt die Hülle drauf. Jetzt kommt der Spezialtrick. Den weg. Weg. Ja, auch wieder da. Wenn er zu lang drin ist, dann ist er ganz weg. Ja. Muss da vorne reingefumst werden. Und mit dem Müllbeutel da gleiche das Ganze besser rein. Und jetzt Vollschub nach vorne. Jawohl, das sieht gut aus, das sieht gut aus. So, das ist ganz vorne angelangt. So, und jetzt wird das Ganze mit dem Hinterteil wiederholt. Auch wieder nur mit Maske. Auch mit Maske. So. Ja, gleich fressen. Oh. Richtig anstrengendes Zuschauen, wenn es ja so anstrengt. Kommst du ins Schwitzen, Klausi? Ja. Und das beim Filmen. Ups. Jetzt wird spannend, kriegt er das Boot zusammen. Gehen wir einen Stein nach oben und jetzt nach unten drücken und beten, dass nichts kaputt geht. Ja, mit Gefühl. Hier wird er mit dem Splint gesichert. Jetzt kommt es raus, ob wirklich passt das Ganze. Oh, die Spannung steigt, die Spannung steigt. Oh. Alles von vorne, der Splint passt nicht. Okay, zu früh gelästert. Oh, das ganze Seitenteil wiederholt. Ist da. Auch schon wieder die sortierten Stangen. Das mache ich hier falsch zusammengebaut. Bin ich gespannt, ob ich es diesmal richtig mache. Ja. Wenn man jetzt kann ein paar Minuten rausholen, die er vorher verschenkt hat. Nein, das ist mal ein Fehler gemacht. Es wird spannend. Das kommt auf Fest auf.
so gibt. Also Ohr geben, dass diese Verbindungsteile richtig drauf sind, auf der richtigen Seite. Ja. Jetzt wird es hier eingefädelt. Und da vorne dann zusammengesteckt mit dem Vorderteil. Oh, jetzt kommt der Fehler. Jetzt kommt der Fehler. Das ominöse Teil. Oh. Da muss man es besser markieren, eindeutig. Die kommen immer durcheinander, weil beide Teile diese silberne haben. Ja. Ja, aber das hier mit diesem. Okay. Das bleibt doch auf dem drauf. Das bleibt hier. Mhm. Und Denkfehler. der zweite Versuch. Ein Schiff. Ein Schiff. Schnell rauf. Es gibt Wellen. Oh, hoch konzentriert. Das ist wieder da voll zusammengefriemelt. So muss man blind machen. Na jetzt aber, Klaus. Du hast ja wieder ein kaputter Hund. Ah, so. Wahnsinn. Scheinbar hat der Fracht Blütenstollen, Blütenpollen geladen. Andere? Jetzt aber, jetzt doch auf. Ja, wenn es einmal losgeht. Sag einmal. Was ist mit dir? Ja, ich war gestern in einem Hausstaubmilbenhaus. Aha. Hier in der freien frischen Wildbahn. Ja, oh. Ja. Oh, die Spitze wäre verbunden. Ah, noch nicht ganz, zu früh gefreut. Das ist schon vorhin eine ganz schöne Friemelerei, das da zusammenzukriegen. Also wer sich das einfallen lassen hat, das war kein Ingenieur. Das war russischer Bauarbeiter oder so. Keine Ahnung. Das ist eine Fehlkonstruktion. Ja, schau, gleich filmen. Ja. Man muss dieses Ding hier innen rein. Und da muss man die Rohre innen drinnen zusammenstecken. Okay, und Also das ist totaler Schwachsinn. Aber es ist normal angeblich. okay. Also, Müssen wir vielleicht noch an der entsprechenden Stelle ein Loch einstanzen, dass man was sieht. ja, weil das ist. Weil dann kann man da blind das Loch treffen. Und es kostet natürlich unglaublich Zeit, die läuft. Egal. Ja, ich muss mal ein bisschen Druck machen. Der Druck. Ja, oh, jetzt habe ich nervös gemacht. Jetzt geht nichts mehr. Jetzt müssen wir das THW holen. Die müssen das hinkriegen. Feldkonstruktion, oder Jürgen? Ja, das. Ich würde an deine Stelle das Geld sofort zurücktragen. Ja. Genau. Finde das Loch. Nee, ich finde es nicht.
hängt auch irgendwie komplett hier. Hey, allmählich tut mir die Hand weh. Ja. Das war die andere Seite zuerst. Okay, jetzt gibst du auf erstmal. Das ist mal die andere Seite. Vielleicht klappt die andere Seite besser. Ich halte mit Kommentaren zurück, da ist er vielleicht weniger nervös. Aber nichtsdestotrotz, jetzt hat hier dasselbe Problem. Dann muss man mit viel Feingefühl. Das ist echt noch Scheiße. Die Nippel durch die Lasche ziehen sozusagen. Nee, vom Geräusch klang es gerade gut, aber war was anderes. Jetzt. Zusammen. Okay, die Seite hat es gut geklappt. Und jetzt kommt die ominöse rechte Seite. Vom Boot aus die linke Seite. So. Versuch Nummer 2. Auch nicht. So. Keine Ahnung. Ich glaube, du brauchst eine Hilfe. Irgendwas packt, aber ich weiß nicht was. Kann sein, dass diese Fäden hier drin sind, die da. Genau. Da sind so Fäden drin. Vielleicht. Das ist doch recht. Die Mäuse merken. Oh. Ja. Gibt's ja nicht. So, dieser eine Zapfen da, der muss ja blind verbunden werden mit dem Loch. Ups. Mal ausziehen, jetzt wird's mal warm. Aber du hast halt nur noch, Ich von meinen an am wenn du es unter einer halben Stunde schaffen willst, hast du noch 2 Minuten. das Boot noch Das ist nicht mir wurscht, ob gebaut. ich eine halbe Stunde. Wenn ich eine Stunde brauche, mit zusammenbauen, wenn ich eine Stunde zusammenbaue. Dann machen wir keinen Stress. Ach komm, Das kenne ich irgendwie. wer macht hier einen Stress? Ich mach nur Druck. Stress. Ich bin fertig. Jetzt wollte ich heute einen neuen Rekord verkünden, weißt Ich mache es anders. Ich mach das hier nochmal auf. Oh, okay. Jetzt hilft nur ein Spezialtrick. Die Mitte noch mal aufgemacht. Dann schauen wir mal. Und schauen wir mal, ob es jetzt funktioniert. Der Special-Trick. Wenn eine Röntgenkamera, da würde man mehr sehen. Ja, das ist echt genau für sowas baut, dass man sich da. Das Ding ist endlich auch Spannung hier. Ich weiß nicht warum. Oh, die sind ja schon zusammen, aber das lässt sich nicht draufschieben, das ist das Problem. Zusammen sind sie, okay. Aber es rutscht nicht vor, entweder hat sich da irgendwas innen drinnen, aber das sieht mir auch nicht hin, weißt du? Ja, ja bis hier das Bootkasten-Spitz vorne drin ist. Ja, sonst wäre ja die Stange nicht zugegangen. Ja.
So. So. Ein neuer Anlauf. Was ist denn jetzt mit los hier? Ha? Na gut, das ist aber kein Cargoboot wie unsere. Ne? Das ist deutlich dünner, ja? Naja. In das Boot muss man erstmal reinkommen. Das hat total schmalen Einstieg. Wie geht das da nicht rein? Das ist doch jetzt auch immer gegangen. Tja, ja, das ist der Druck. Das ist der Druck. Das ist hier fix. So. Jetzt hätte ich gerade die Kamera neu starten müssen. Okay. Jetzt wird wieder alles auseinandergelegt. Halt mal vorne fest. Okay, ich bin ja gar nicht so. Ah, scheiße. Das ist ja auch noch zusammen hier. Oh, das haben wir versucht, ob wir vielleicht doch noch weiter vorkriegen. Okay, fühlt sich jetzt gut an. Schauen wir mal, ob es gut ist. Ja. So, ein neuer Versuch, die Seitenstreben reinzukriegen. Hast du eigentlich Ersatzsplinte dabei? Was habe ich? Ein Ersatzsplint, wenn man eine abhaut? Ja, ja. Kann auch sein, dass der Boden hier komplett buckelig ist. Ja, ich krieg den Sprint ja auch nicht rein. Das Boot ist so hoch in der Mitte, glaube ich. Der Sprint besser rein. Okay, jetzt haben wir das Boot, vielleicht war es zu uneben. Zumindest jetzt ist der Splint reingerutscht. Geflutscht. Wie mit Vaseline geölt. Ja. Ja, das schaut ein bisschen besser aus wie vorher. So, das links ging jetzt richtig gut. Und jetzt die Spannung. Hälfte vergessen. Das ist ja alles rein. Ja. So, aber jetzt kommt dann. Ja? So, und jetzt kommt das. Die gefährliche Jetzt kommt die gefährliche Seite. Die ominöse Seite. Die Spannung steigt, Trommelwirbel. Es geht los. In Position. Andere Seite. Ups. Schweres Unglück. Und die Spannung steigt. Klappt es diesmal? Mit veränderter Lage des Bootes. Und die. Oh. Ja, es ist durch. Es ist durch. Ja, wir sind schon weiter vom letzten Mal. Aber noch schaut der Zapfen immer noch raus. Ich sehe ihn. Warum der hier? Das sich hier nicht schieben lässt. Ich verstehe nicht.
Okay. Was ist denn das? Es lässt sich drehen. Nicht schieben. Besser. Oh, jetzt hat er das gerührt. Das war ja ein hoffnungsvoller Seufzer. Er hat's geschafft, er hat's geschafft. Das hat die ganze Zeit kaputt gemacht, aber nichtsdestotrotz. Für den Weltrekordversuch machen wir einen anderen Tag, wenn es nicht so warm ist. Okay. Machen wir im Winter. Nächstes Mal versuchen wir das im Winter, da ist er motivierter. Man muss das schnell machen, weil er sonst einfriert. Aber jetzt kommen die Seitenspanten. Oh, sie sind nicht markiert, jetzt müssen wir überlegen, wo kommt welche hin. Alles markiert. Okay, doch markiert. Ich sehe zwar nichts, aber bitte. Sitzt sie? Sitzt sie? Oh, was ist das? Sitz. Sitz, okay. Ja. Wird dann in die Stangen eingefädelt. Und dann kann man, glaube ich, auch noch ein bisschen Luft reintun, hat er mal gesagt. So, jetzt werden die Seitenteile zugemacht. So, zack. Hä? Drei. Die nächste Seitenspante. So. Ja, mir nimmt das Boot richtig Formen an, man erkennt es. Mal. Das ein Boot werden soll, oder? Ja, allmählich erkenne ich es. So, jetzt kommt die letzte Seitenspante rein. Alle wieder ein bisschen Tag zu gehen. Es empfiehlt sich vor das Besuch eines Fitnessstudios. Mindestens ein Monatsabo reicht nicht, da brauchst du ein Jahresabo. Ja, ist aber okay. So. Den direkt mal aus. Da bin ich mitgekauft hier. So. Ups, und das? Das ist die Stütze für den Sitz. Ah ja, okay. Die muss dringend mit rein. Haben sie gesagt. Okay. Und ich glaube es Ihnen, wenn Sie sagen, Ja. die kennen Sie besser aus als ich.
Perfekt. Ja. Ich habe es gemacht. Und mir ist warm. Er hat das Boot aufgebaut. Mir ist warm. Wir sind sogar bei plus 2 Grad warm geworden. Hallo, schalten wir die Heizung aus. Der Schweiß tropft im Strömen. Ja, hier heißt noch, kann seinen Schweiß ersoffen. Ich glaube, das kann ich nicht bestätigen. Er ist knapp davor. Ups, da fehlt noch was. Job, Biergarten oder auf den Weg? Ja. Sehr gut. Ja. Das stecke ich später zusammen. Oh, jetzt will er schummeln. Jetzt will er schummeln. Und dann bricht das Boot mitten auf dem Kanal zusammen, weil er dann vergisst. Wo ist er denn? Super. Ja. Alles hier auseinander. Das war der Fehler. Das Ding hängt hier wieder. Oh, das gefährliche Teil wieder ausgehängt. Das ist also blöd gemacht, dass das da innen drin mit reinschlupfen muss. Da hätten sie doch hier eine Aussparung machen können. Eine größere. Das so, aber jetzt. Ja. Ah, der Ammerhai ist Schneider. Der kann ja das schneidern. Der Ammerhai. Achso, der macht es. Ja. Na dann. Also die Würstel haben wir uns verdient. Gut, dass ich die Würstel erst nachher esse. Ja. Vorher hätte es mehr verdient gehabt. Nee, aber jetzt brauche ich es auch, du. Hast mitgeschwitzt mit mir. Mitgeschwitzt, du. Mitgefiebert, du. Verdient hast du die erst mal, wenn dann dort fertig ist. Ja. Stimmt. Hat er auch. Also eigentlich hat er nur verdient bei einem Rekord. Aber da sind wir weit entfernt. Über dieser Druck, dieser immense Druck, der auf mir lastet. Aber meine Freunde, das nächste Mal, dann machen wir einen Rekordversuch. Der Jürgen hat es mir versprochen, er trainiert es jeden Tag 3 Mal. Ja. Frühstück, Mittag, Abendessen. Vorher gibt es nichts. Ja. So. Steuer montiert und was kommt jetzt? Das russische Steuer. Das russische Steuer. Jetzt bin ich gespannt, ob das mit meinem Trick funktioniert, so wie ich mir das jetzt ausgedacht habe. Dass ich nicht so viel fehlen muss, wenn mich das fehlen muss. Ja. Okay. So, Ja, die Spannung steigt. check. Ups, okay. Dann ist da oben eingehängt. Schauen wir mal, ob man was sieht. Das ist jetzt blind gefilmt. Aber es wird zu dunkel sein. Und eigentlich jetzt da unten durchgefädelt. Eigentlich sollen wir sie unten durchfädeln, Ja, aber ich mache es oben rum, weil es viel besser ist. okay. Schauen wir mal, ob es dann funktioniert. Also letztes Mal hat es funktioniert. Okay. Mit dem lieben Jürgen. So. Hier komme ich schon mal hier oben durch. Weil das ist der direkte Weg eigentlich. Ich weiß nicht warum. Ja. So, und jetzt schauen wir mal, ob das so besser geht. Oh, okay. Ich zweifle es zwar gerade. Ah ja, okay, das ist eine gute Idee. Eigentlich muss ich es ja so machen. So. Weil die Schnur, wenn irgendwann mal nicht mehr so steif ist, dann geht die echt scheiße durch. Ja. Habe ich gemerkt. Und so. Ich hoffe, ich bin jetzt. So ein Elektrodraht, oder? Ja. Nee. Ja, Okay, das ging fix. Also, ja, mit so einem Elektrodraht dranhängen, dann geht er ruckzuck durch. Hier, das ist auch so ein Ding. Ich glaube, ich mache es auch irgendwie so oder mal was Neues einfallen lassen vielleicht.
Ich glaube, das scheuert sich auch mit der Zeit durch. Ja. Das ist nicht die optimalste Lösung, denke ich mal. Echt ja, ist die Kamera nicht scharf? Hallo Kamera? Kamera, mach mich scharf. No. So, das Ganze ist zweite. So, da so eine genau, das zeigt doch mal das da. Genau, ist Weil dieser Isolierling ist schon runtergegangen und dadurch ist es jetzt nicht mehr so steif. Okay, ja. Und ich glaube, dass es so doch einfacher geht. Ja. Für die Zukunft möchte ich schon, dass ich die Schnur drin lasse im Boot. Ja, das wäre vielleicht eine gute Idee. Außen, dass ich sie Ja. außen aufrolle und dann Ja, nicht mehr durchfädeln muss bis nach vorne. das wäre vielleicht besser, ja. Zack. 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 Ja, Aufholen. Und die Klemmvorrichtung ist mal richtig gut. Ja. Die funktioniert. Das ist ja. richtig gut. Muss ich sagen, da haben sie sich echt. Haben sie was Gutes geschaffen. Den Elektrodraht gleich wieder befestigen. Ja. Zack. Ja. Und jetzt kommt. Das ist also ein Ruski-Teil. Wo ist denn die Rückenlinie hin? Da. Also das ist also eine Erfindung Gottes, hey. Also das ist brutal. Funktioniert irgendwie, aber irgendwie trotzdem nicht schön. Geht hier einmal nur rum. Zack. Der Mais auch gar nicht richtig, keine Ahnung. Ja. Aber man kann es wahrscheinlich hier oben durchmachen. Aber da ist es für mich ein bisschen beweglicher, finde ich so ganz gut. Der Gänsebraten ruft. Das Wetter ist echt gut, gell? Ist gut, ja. Ich glaube, ich bin zweimal angezogen. Ich denke ich auch, aber es hat trotzdem nur 5 Grad. Ja, Also ausziehen können wir uns immer noch. ja. Also das scheint zu passen. Ja. Sitz aufblasen tue ich nicht. Jetzt kommt eine neue Pumpe. Ha. Jetzt kommt eine neue Pumpe. Hey, wollt Das- ihr, dass du sie testest, Klaus? Das Hightech-Teil. Nein, wollte ich ja, dass du sie testest. Ja. Mit deinem Boot. Ich wollte schauen, Ja? wie lange sie hier wirklich hält. So klein? Ja. Gut, du bekommst jetzt nicht den Druck her, den du brauchst, Ja. aber zum Aufblasen, weil dann Ja. sparst du einen Haufen Zeit. Ja. So. Ja, aber Ja? da ist bei mir das falsche Ventil drauf. Das geht bei mir gar nicht. Ja, du kannst es ja hinten dran machen. Ach so, okay. Also nur das übers Rohr. Also das Rohr Ja. machen von hinten und dann. So, es werden die Schläuche gefüllt. Also mit dem Mund sind es pro Seite 10 Lungenschübe, Okay. damit es voll wird. Ja, der Junge hat echt einen Kompressor als Lunge. Ja. Ja, man sieht, die Schläuche füllen sich. Oh, warst du schon? Also nur 10 Mal mit der Lunge reinpusten. Okay. Also mein Mund muss ich eh noch mal nachblasen, weil du Ja. bringst den Druck nicht her. Okay. Das langt zwar zum Boot aufblasen, damit es so eine Grundform Grund, ja. hat, aber
Ja, aber das auch so für die Isomatte zum Aufblasen ist ja nicht schlecht. Da musst du es halt nicht ständig mit der Hand oder im Mund machen. Ja. So. Jetzt kommt noch der volle Betriebsdruck rein. So. Zack. Heute fällt er mir nicht in Ohnmacht. Hab ich geklappt, der kannst du nehmen. Naja, aber hyperventiliert hat man gleich, gell? Ja, das passiert schnell, du. Ja. So. Das rein, wieder rein. Ja, Ja, und das hat auch eine Taschenlampenfunktion. okay. Ist auch nicht schlechter so. Ja, Und allein für die Isomatte ist nicht schlecht. ja. Wenn du die blöden Isomatten mal voll hast. Oh, oh. Das geht ja negativ gekocht, das geht ja negativ gekocht. Ha? Jetzt sind wir schon gleich bei 1 Stunde. Oh. Zack. So, Zeit mal neu gestartet. Jetzt kommt das Verdeck drauf. Jetzt sag erstmal rein. Erstmal alles einladen. Was ist das? Ja, sogar die Ente lacht. Die lachen sie immer aus, also das ist ja nichts Neues. Ja. Will ich mir mal Gedanken drüber machen. Ach so. Damit habe ich abgeschlossen. Ja. Es gibt einfach später einen guten Entenbraten. So, okay, aber ich glaube, jetzt muss ich mein Boot auch noch fertig machen. Nee, lass uns Zeit lang. Mach dir nur Zeit. Das eilt ja alles nicht. Ja. Die lassen mich dann einfach da. Das sind einfach da, oder? Oh. Das sind Androhungen. Das Häubchen setzt mal mal auf, wenn es schon dabei ist. Nee. Ja. So, die Luke kann man noch mal extra wasserdicht machen. Aber vielmehr, also eine Kohlerdose kann man da eh nicht rausholen. Ich glaube, den Pulli brauchen wir nicht, oder? Ich glaube nicht, nee. Ich glaube, das ist schon warm genug so. Ich werde schon nur mit T-Shirt. Also, ich habe kurze, lange T-Shirts, ich nehme den Pulli nur daneben. Ich habe hier den Pulli auch nur so rein. Weil Ja. ich habe die Weste noch dazu. Und die Weste ist schon warm. Ja. Ich glaube, das wird beim Paddeln wird das schon warm. Letztes Mal war gefroren. Ja. Da war es kalt. Ja. Und da war es wärmer als heute. Ja. Also, keine Warte Ahnung. mal, am Wasser ist es ein bisschen kühler. Ja. Da kommt noch ein bisschen Wind. Ja. Aber So, jetzt soll ich die noch reinstecken? Lieber mal ein bisschen viel dabei als zu wenig. So, okay, aber ich glaube, das reicht jetzt. Wollte ich noch rein? Aufgebaut ist es. Wollte ich noch rein, Klaus?